Ihre Nachbarn riefen zweimal die Polizei. Nicht wegen eines Einbruchs, nicht wegen Lärm, sondern weil sie einen 59-Kilo-Rottweiler um 2 Uhr nachts am Fenster sahen und das Schlimmste annahmen. Sie lagen falsch. Bruno war keine Bedrohung. Er war das Einzige, was zwischen Laura und einer stand. Ihre Nachbarn riefen zweimal die Polizei. Nicht wegen Lärm, nicht wegen eines Streits, sondern weil sie einen 59-Kilo-Rottweiler um 2 Uhr nachts am Wohnzimmerfenster sahen, der die Straße beobachtete wie ein Wachposten und davon ausgingen, dass drinnen irgendetwas schrecklich falsch lief. Aber da war nichts falsch, überhaupt nichts. Das war einfach Bruno, der seinen Job machte. Ganz ruhig, ganz sicher, wie jeden Abend. Laura Bergmann war 26, als sie in ihre erste eigene Wohnung zog. Keine Mitbewohner, kein Partner. Nur sie, ein gebrauchtes Sofa und eine Stille, die ihr von Zimmer zu Zimmer folgte. Ihre Mutter rief jeden Sonntag an. »Bist du wirklich okay, so alleine zu wohnen?« Laura sagte immer ja, aber diese Stille hatte ein Gewicht, das sie so nicht erwartet hatte. Es war schwerer als alles, was sie je getragen hatte. Einen Hund hatte sie gar nicht gesucht. Sie lief an einem Dienstag im Oktober am Tierheim in Hannover vorbei. Sie hatte noch Zeit totzuschlagen vor einem Zahnarzttermin, als ein Mitarbeiter die Eingangstür aufstieß. Sie trat ein. Nur mal kurz schauen. 5 Minuten, mehr nicht. Im ersten Zwinger 2 Beagles, im zweiten ein zitternder Windhundmix. Beim dritten blieb sie einfach stehen. Er saß vollkommen still in der Mitte des Betonbodens. Kein Auf- und Ablaufen, kein Bellen, kein Wimmern. Er saß einfach da, als hätte er einen wichtigen Termin und wartete nur auf die richtige Person. Schwarz und braun, gebaut wie ein kleiner Panzer, mit einem Kopf so groß wie ein Basketball und Augen, die direkt durch sie hindurch zu sehen schienen. Krass, oder? Das Schild an seinem Zwinger: Bruno, männlich, 4 Jahre, Rottweiler, 3. Rückgabe. 3. Rückgabe. Laura stand 11 Minuten lang vor dieser Tür. Sie zählte es später nach, anhand des Zeitstempels eines Fotos, das sie spontan gemacht hatte. In diesen 11 Minuten bewegte Bruno kein einziges Mal. Er schaute sie einfach an und wartete. Die Tierpflegerin, eine Frau namens Petra, trat neben sie. »Er ist seit 6 Monaten hier«, sagte Petra. Die erste Familie meinte, er sei zu groß. Die zweite sagte, er sei zu intensiv. Die dritte hielt es 4 Tage aus. Sie machte eine kurze Pause. Er beobachtet einfach alles. Manche finden das unheimlich. Laura fand es das genaue Gegenteil von unheimlich. 40 Minuten später unterschrieb sie die Papiere. Den Zahnarzttermin verpasste sie komplett. Und ehrlich gesagt, es war ihr egal. Die erste Nacht verlief anders als erwartet. Sie hatte extra ein orthopädisches Hundebett gekauft, einen großen Wassernapf und 2 verschiedene Sorten Premium-Trockenfutter. Bruno kam durch die Wohnungstür, inspizierte die Wohnung mit der ruhigen Effizienz eines Gutachters. Küche, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer und ging direkt zu Lauras Bett. Er betrachtete das orthopädische Hundebett neben der Kommode. Dann schaute er Laura an. »Das ist deins«, sagte Laura. Bruno sah das Bett an, dann sie, dann trat er einfach daran vorbei und legte sich auf den Boden neben ihrer Seite der Matratze, Rücken gegen den Bettrahmen gedrückt, Blick fest zur Tür. Das Hundebett blieb 3 Wochen unberührt, dann spendete Laura es. Bis zur 2. Woche hatte sich eine feste Routine eingespielt. Jeden Morgen um genau 6:08 Uhr stand Bruno auf, streckte sich mit einem Schaudern, das seine Erkennungsmarken klimmern ließ, und legte sein Kinn auf die Matratze neben Lauras Gesicht. Kein Bellen, kein Wimmern, einfach da sein. Ihr Wecker war auf 6:30 Uhr gestellt. Sie brauchte ihn bald überhaupt nicht mehr. Jeden Abend, wenn Laura nach Hause kam, wartete Bruno an der Tür. Kein Springen, kein Drehen im Kreis, nur stehen. In dem Moment, in dem sie die Schwelle überschritt, begann sein Schwanz ein langsames Wedeln, wie ein Metronom, das auf ihr Herzschlagen eingestellt war. Ihre Mutter besuchte sie 6 Wochen nach der Adoption. Sie blieb im Türrahmen stehen, sah den 59-Kilo-Rottweiler neben ihrer Tochter und schwieg lange. »Sie ist riesig. Ich weiß. Ist er gefährlich?« Bruno blinzelte einmal und legte sein Kinn auf Lauras Knie. Diskussion beendet. Ihre Mutter setzte sich hin und weinte. Nicht aus Angst, aus etwas ganz anderem. Aus Erleichterung vielleicht. Oder aus dem Gefühl, ihre Tochter endlich in guten Händen zu wissen. Auch wenn diese Hände Pfoten waren.
Ich seh's, du hast noch kein Abo dagelassen. Das tut wirklich weh, Leute. Drück jetzt auf den Button. Du willst sehen, was nächstes passiert. 3 Monate später wurde Laura krank. Ein Fieber, das auf fast 40 Grad kletterte, hielt sie 4 Tage im Bett fest. Bruro verließ ihre Seite nicht einen einzigen Mal, nicht für eine Minute. Er schlief auf dem Boden neben dem Bett. Als sie es endlich bis zur Couch geschafft hatte, in eine Decke gewickelt, kletterte er einfach dazu, alle 59 Kilo, und drückte seine warme Flanke fest gegen ihre Seite. Sie konnte seinen Herzschlag fühlen. Langsam, gleichmäßig, verlässlich. Sie dachte an das Schild im Tierheim. 3. Rückgabe. Rottweiler wurden als Arbeitshunde gezüchtet. Zum Hüten, zum Bewachen. Dieser Instinkt verschwindet nicht. Er wartet auf jemanden, der es wert ist, beschützt zu werden. Dann kam die Nacht, die alles veränderte. Es war ein Mittwoch im Februar, 2:47 Uhr. Laura hatte seit 3 Stunden geschlafen, als Bruno zur Schlafzimmertür ging, dann zurückkam, dann wieder ging, dann zurückkehrte und sein Kinn neben ihr Ohr auf die Matratze legte und einmal lang ausatmete. Laura öffnete die Augen. Bruno starrte sie an. Wach, fokussiert. Er drehte sich 2-mal zur Wohnungstür und wieder zurück zu ihr. Sie stand auf. Die Wohnungstür war abgeschlossen, aber Bruno ging zum Küchenfenster und stand dort, absolut reglos, und starrte in den Hinterhof. Laura rief die 112 an. Brunos Gewissheit reichte ihr völlig aus. Die Polizei war 11 Minuten später da. Sie fanden einen Mann, der versuchte, den rückwärtigen Eingang aufzubrechen. In derselben Woche waren 2 Wohnungen im Haus eingebrochen worden. Lauras Wohnung blieb unberührt. Der Beamte sah Bruno an und sagte: „Braver Hund." Bruno reagierte nicht. Er wusste es längst. Laura stand im Türrahmen, nachdem die Polizei gegangen war. Bruno drückte sich gegen ihr Bein. Warm, fest, beständig. Sie hatte gedacht, sie würde ihn retten, aber sie hatte die Reihenfolge genau falsch verstanden. Heute ist Bruno 6 Jahre alt. Er schläft noch immer neben Lauras Bett mit Blick zur Tür, legt sein Kinn jeden Morgen um 6:08 Uhr auf die Matratze, beobachtet nachts die Straße vom Fenster aus. Die Stille, die ihr früher von Zimmer zu Zimmer folgte, ist ersetzt worden durch die Wärme, nicht allein zu sein. Manche Hunde werden zurückgegeben, weil Menschen nicht damit umgehen können, was sie anbieten. Nicht jeder erkennt Hingabe, wenn sie in einem Gesicht erscheint, vor dem die Welt Angst haben soll. Bruno wartete 6 Monate auf die richtige Person. Er hörte nie auf. Und als sie an jenem Dienstag an seinem Zwinger vorbeiging, bellte er nicht, bettelte nicht. Er schaute sie einfach an und wartete darauf, dass sie verstand. Sie verstand. Wenn ihr über die Adoption einer großen Rasse nachdenkt, nehmt euch Zeit, denn manchmal sind genau die, die die Welt als zu viel bezeichnet, genau das Richtige. Würdet ihr einem 59 Kilo Rottweiler vertrauen, euch alleine zu beschützen? Ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare.